Um Ihre Bewerber zu bearbeiten, stehen Ihnen in Concludis zwei Ansätze zur Verfügung: Bewerber projektbezogen oder sequenziell zu bearbeiten. Bei dem projektbezogenen Ansatz bearbeiten Sie Bewerbungen strukturiert Projekt für Projekt. Hierfür stehen Ihnen alle Projekte in einer Liste mit allen relevanten Informationen auf dem Bildschirm zur Verfügung. Diese Form der Darstellung haben wir eine Projektübersicht genannt. Möchten Sie Ihre Bewerbungen fortlaufend bearbeiten, so gehen Sie über die Bewerbungsübersicht. Hier stehen Ihnen alle Bewerbungen in der Reihenfolge des Eingangs zur Bearbeitung zur Verfügung. In diesem Tutorial beschreiben wir Ihnen die Bearbeitung der Bewerbungen über die Projektübersicht. Zu der Projektübersicht gelangen Sie über den Menüpunkt Projekte Übersicht. Der Bildschirm unterteilt sich in zwei Rubriken. Im linken Bereich die Filtermöglichkeiten und im rechten Bereich die Ansicht und die Bearbeitungsmöglichkeiten für Projekte. Über die Volltextsuche finden Sie Projekte nach ihrem Titel oder der Projektnummer. Sobald Sie Text eingetippt haben, beginnt Concludis bereits mit der Suche nach passenden Projekten. Über den Schalter Nur eigene Projekte reduzieren Sie die Ansicht auf die Projekte, die Sie selbst angelegt haben bzw. deren Projektleiter Sie sind. Für den Schnellzugriff finden Sie farbliche Filter für Projekte in der Genehmigung, aktive, beendete sowie archivierte Projekte. In dem Bearbeitungsbereich rechts finden Sie dann die jeweiligen Projekte in einem Kasten dargestellt, davor jeweils eine Banderole in der Farbe des korrespondierenden Filters. Wird kein Projekt ausgewählt, werden übrigens alle Projekte angezeigt. Einen neuen Filter legen Sie über den Menüpunkt Filter hinzufügen an. In einem Dialog bekommen Sie die Felder angezeigt, die Sie für Ihre Filterung nutzen können. So zum Beispiel die Filterung über einen bestimmten Projektort. Aus dem Dropdown-Feld suchen Sie den gewünschten Projektort oder tippen ihn in das Suchfeld, das Ihnen bereitsteht, wenn Sie auf den grauen Balken klicken. Das Suchergebnis können Sie zudem speichern. Wollen Sie einen Filter dauerhaft in der Filterrubrik positionieren, klicken Sie auf das Sternchen oberhalb des Filters. Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Rubrik Bearbeiten finden Sie die Projekteinträge. Neben den Informationen über den Projekttitel, den Standort, finden Sie auch die Projektnummer, das Erstellungsdatum des Projektes, das veröffentlichende Unternehmen, die Benutzergruppe und aktivierte Workflows. In der Mitte der Projektdarstellung finden Sie alle Informationen zu Bewerbungen und deren Status im Prozess. Streichen Sie mit der Maus über die Symbole, um den Informationsgehalt zu erfahren. Klicken Sie jeweils auf ein Symbol, um sich dann die betreffenden Bewerbungen im Detail anzusehen. Sie wechseln dann in die Bewerbungsübersicht. Kehren Sie in die Projektübersicht über den Zurück-Button des Browsers zurück. Rechts der Symbole zu der Bewerbungslage finden Sie weitere Symbole, über die Sie Informationen zur Veröffentlichung Ihres Projektes erhalten. Das dann folgende Symbol zeigt die Notizen an, die bei der Erstellung des Projektes in dem korrespondierenden Feld erfasst wurden. Anschließend die Bilder, wenn vorhanden, der einbezogenen Personen mit ihren Rollen in Concludis. Rechts in der Projektübersicht finden Sie 3 Schaltflächen und ein weiteres Symbol für Untermenüs, die Zugriff auf Funktionen bieten, über die ein Projekt bearbeitet werden kann. Hier gelangen Sie in den Dialog, über den Sie das Projekt in einer externen Jobbörse Multiposting oder in der Stellenbörse der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichen können. Zudem werden über das Register Link teilen direkt Links zur Stellenanzeige oder zum Bewerbungsformular bereitgestellt. Das 4. Register bietet Zugriff auf optionale XML-Schnittstellen an. Über die Schaltfläche Projekt Performance rufen Sie aktuelle Kennzahlen zu dem Projekt auf. Das letzte Symbol offenbart den Zugriff auf weitere Funktionen, die für die Bearbeitung eines Projektes hinterlegt sind. Oberhalb der Projektliste finden Sie 3 Schaltflächen für projektunabhängige bzw. projektübergreifende Funktionen. So um ein neues Projekt anzulegen,
alle Bewerbungen zu den aufgelisteten Projekten anzuzeigen oder Projekte zu exportieren, so zum Beispiel in eine CSV-Datei für weitere Aufgaben.